Vereinten Nationen freut sich sehr, hier und heute die erste Jugendkonferenz in diesem Ausmaß, in dieser Größe auszurichten. Als DGVN setzen wir uns in Deutschland für die Vereinten Nationen und die Verständigung zwischen den Nationen ein. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses ersten Jugendkongresses, ein wunderbarer Blick von hier oben in diesen Raum. Es macht Freude und macht Spaß, Sie zu sehen. People make up half of the world, so that's already in numbers an extremely important factor. But number two, and I would say most important, is their enthusiasm, their ideas, their creativity, and they often look at issues without preconceived ideas of how the world should be, but can actually dream about a world that they can build themselves. Die Fragen, die wir versuchen zu bewegen, sind doch insbesondere wichtig, an junge Leute heranzutragen. Letztendlich geht es doch um deren Existenz, um deren Zukunft und daher war der Wunsch sehr groß, sich stärker auch der Zielgruppe junger Mensch zuzuwenden. Ich finde, dass diese Erfahrung, sich auszutauschen untereinander, unwahrscheinlich wichtig ist und die ersten Reaktionen, die ich ja gerade jetzt von jungen Menschen aus dem Ausland erfahren habe, ist, dass sie einmal dankbar sind, dass sie die Möglichkeiten haben, hier mitzutun, dass sie unwahrscheinlich erstaunt sind, wie das bei uns hier in Deutschland läuft. Und wenn das zum Beispiel sich weiterträgt, auch durch unsere Weltorganisation, wenn wir da auch die Multiplikation im Jugendbereich hinbekommen, dann ist das gut und da sind wir ein bisschen beispielhaft und ich freue mich darüber. Junge Menschen sollten natürlich nicht nur in der nationalen Gemeinschaft vertreten sein, sondern einfach überall. Also Beteiligung von jungen Menschen auf allen Ebenen der Politik und der Gesellschaft sind unabdingbar. Ich glaube, so eine Jugendkonferenz, wie wir sie hier haben, ist sehr wichtig. Sie ist jetzt natürlich nicht direkte Jugendbeteiligung an gelebter Politik, aber dieser Punkt des Vernetzens, des sich untereinander austauschen und einfach so like-minded people kennenzulernen, das ist unglaublich viel wert und sehr, sehr wichtig, auch wie sich junge Menschen weiterhin entwickeln und dass sie dann auch wirklich aktiv in Realpolitik und in realen gesellschaftlichen Strukturen werden. Also die Beteiligung von Jugendlichen halte ich für sehr wichtig, weil das letzten Endes unsere Zukunft ist. Wenn wir jetzt nicht partizipieren an der Gesellschaft, an wichtigen Themen, die uns alle betreffen, dann sollten wir uns auch nachher nicht beschweren. Zunächst einmal sollte jeder das tun, was er gut kann und das eben auch zeigen. Wir sollten ein Gesicht zeigen bei dem, was wir tun, weil dann merken auch andere, dass man was bewirken kann. Also immer kommunizieren und anderen die Möglichkeit geben, mitzumachen. Wir sollten zusammenschließen, als Jugendliche auch sozusagen zeigen, was man alles machen kann. Also auch uns informieren gegenseitig. Weil es gibt so viele Dinge, an denen man heute arbeiten muss, um die Welt zu verbessern. Und da kann jeder Jugendliche eigentlich was bewirken.
Es ist ganz wichtig, wie insgesamt die Beteiligung, demokratische Beteiligung aller ein zentraler Bestandteil der Überwindung von Ungleichheit ist. Und Jugendliche sind da natürlich ein ganz zentraler Bestandteil und sind auch deswegen wichtig, weil sie diejenigen sind, die am längsten mit diesem System noch leben müssen oder die Möglichkeit haben, jetzt vielleicht was zu verändern, damit sie sich also Teil von einem System werden, was für die 99% gut ist. Ich bin wirklich begeistert, was jetzt hier an diesem Wochenende passiert und wie es an Dynamik gewinnt. Ich glaube, es ist das Erste, anzufangen, überhaupt zu sprechen, den Mund aufzumachen, zu sagen, hey, hier bin ich und ich habe was zu sagen, denn wir alle haben was zu sagen. Und das muss man manchmal der älteren Generation erstmal ein bisschen weismachen und erklären, dass auch wir mitsprechen können und wollen. Ich fand besonders die Zusammenarbeit mit dem Orga-Team toll, also weil ich das immer wieder spannend finde und weil ich ja selbst auch den Hintergrund habe und selbst ehrenamtlich viele Sachen schon organisiert habe. Und das fand ich einfach toll zu sehen, wie motiviert die Leute sind und wie viel Spaß sie daran haben und dann die Freude hier der Teilnehmenden zu sehen, was wir für sie vorbereitet haben. Also für uns und für mich auch war es wirklich enorm. Ich freue mich total, die ganzen motivierten Leute zu sehen, die Projekte, die jetzt schon in Arbeit sind. Also ich bin restlos begeistert und hoffe, dass wir die Jugendkonferenz bald so oder vielleicht auch noch ein bisschen größer wiederholen können.